Bevor wir beginnen, schreibt in die Kommentare, von wo ihr heute Nacht zuhört und wie spät es bei euch ist. Es ist immer faszinierend zu sehen, wie Menschen aus aller Welt zur gleichen Zeit in diese antiken Mysterien eintauchen. Wenn euch diese Reisen in die Vergangenheit gefallen, abonniert den Kanal, aber nur, wenn ihr wirklich Wert darin findet. In der Stille einer längst vergessenen Bibliothek, umgeben vom Duft trockenen Papyrus und gebrannten Tons, liegt eine Frage verborgen, die älter ist als viele der Götter, die wir kennen. Es ist die Frage nach dem Ursprung des Guten und des Bösen, formuliert von einem Propheten, dessen Name durch die Jahrtausende hallt, Zoroaster. Seine Lehren, eingraviert in Stein und geflüstert in heiligen Gesängen, malen das Bild eines kosmischen Kampfes zwischen Licht und Finsternis. Doch hinter der bekannten Doktrin verbirgt sich ein tieferes Mysterium, eine Weisheit, die wir gerade erst beginnen, wiederzuentdecken. Guten Abend. Legen Sie sich zurück und lassen Sie uns gemeinsam in eine Zeit reisen, die so fern ist, dass ihre Konturen im Nebel der Mythen verschwimmen. Bevor wir das strahlende Licht der Lehren Zoroasters betrachten können, müssen wir zunächst die Dämmerung verstehen, aus der es hervorging. Stellen Sie sich die weiten Steppen Zentralasiens vor mehr als 3000 Jahren. Hier, unter einem unendlichen Himmel, lebten die frühen iranischen Völker, nomadische Stämme, deren Leben vom Rhythmus der Jahreszeiten und dem Wohlergehen ihrer Herden bestimmt war. Ihre spirituelle Welt war ebenso wild und ungezähmt wie das Land, das sie bewohnten. Es war ein Kosmos, bevölkert von einer Vielzahl von Göttern und Geistern, den Daevas und Ahuras. Dies waren keine Götter der abstrakten Moral, sondern mächtige, oft launische Kräfte der Natur. Es gab den Sonnengott Mitra, der über Verträge und Ordnung wachte, die Wassergöttin Anahita, Spenderin der Fruchtbarkeit, und unzählige andere Wesen, die den Wind, die Erde und die Sterne beseelten. Das religiöse Leben war geprägt von komplexen Ritualen, die von einer Priesterkaste, den Karapans, durchgeführt wurden. Im Zentrum stand das Opfer. Tiere wurden den Göttern dargebracht, um ihre Gunst zu sichern, Regen zu erbitten oder Feinde abzuwehren. Eine besondere Rolle spielte das heilige Getränk, Hauma, ein berauschendes Elixier, das aus einer Pflanze gewonnen wurde. Durch seinen Genuss glaubten die Priester, in direkten Kontakt mit der Götterwelt treten zu können, Visionen zu empfangen und die Geheimnisse des Kosmos zu ergründen. In dieser Welt gab es keine klare Trennung zwischen Gut und Böse im ethischen Sinne. Es gab Ordnung und Chaos, Macht und Ohnmacht, aber die Götter selbst waren ambivalent. Sie konnten sowohl wohltätig als auch zerstörerisch sein, je nachdem, ob die Rituale korrekt ausgeführt wurden. Es war eine Welt der Zyklen, in der die Handlungen der Menschen darauf abzielten, das fragile Gleichgewicht der Naturkräfte zu erhalten. In diesem spirituellen Schmelztiegel, geprägt von Furcht, Ehrfurcht und dem Rausch des Rituals, sollte bald eine Stimme ertönen, die alles in Frage stellen würde. Eine Stimme, die nicht nach mehr Opfern rief, sondern nach einer Entscheidung des Herzens. Die Gestalt, die aus diesem Dämmerlicht hervortritt, ist vielleicht eine der rätselhaftesten und zugleich einflussreichsten der Menschheitsgeschichte. Im Westen kennen wir ihn unter seinem griechischen Namen Zoroaster. In seiner eigenen Sprache nannte er sich Zarathustra. Doch wer war dieser Mann? Die Frage ist einfacher gestellt als beantwortet, denn die historische Person ist von Schichten aus Legenden und späteren Traditionen überlagert. Spätere persische Texte malen das Bild eines wundersamen Weisen,
dessen Geburt von himmlischen Zeichen begleitet wurde und der bereits als Kind Dämonen in die Flucht schlug. Diese Geschichten sind faszinierend, aber sie helfen uns wenig, den historischen Kern zu finden. Die moderne Forschung hat sich von der traditionellen Datierung, die ihn ins 6. Jahrhundert vor Christus verortete, als Zeitgenossen von Buddha und Konfuzius weitgehend verabschiedet. Die Sprache seiner eigenen Hymnen, der Gathas, ist weitaus archaischer. Sie ist enger mit der Sprache der indischen Veden verwandt, als mit dem Altpersischen der großen Könige Dareios und Xerxes. Dies rückt Zarathustra weit zurück in die Bronzezeit, wahrscheinlich zwischen 1500 und 1000 vor Christus. Auch sein Heimatland war nicht das spätere Persien, das heutige Iran, sondern die weiten Ebenen im Osten, vielleicht im heutigen Afghanistan, Tadschikistan oder Usbekistan. Er war kein Gelehrter in einem Palast, sondern wahrscheinlich ein Priester aus einer ländlichen, von Viehzucht geprägten Gesellschaft. Ein Priester, der mit den Traditionen seiner Zeit zu hadern begann. Er sah die Gewalt der Stammesfehden, die Armut der Bauern und die leeren, mechanischen Rituale der Priesterfürsten. Er sah eine Welt, in der die Götter oft als Rechtfertigung für Raub und Unterdrückung dienten. Aus dieser tiefen spirituellen Krise erwuchs seine Vision. Er zog sich zurück, meditierte und rang mit den fundamentalen Fragen des Lebens. Warum gibt es Leid? Was ist der Sinn der Existenz? Und was ist die wahre Natur des Göttlichen? Die Antwort, die er fand, war keine neue Religion im eigentlichen Sinne, sondern eine radikale Neuinterpretation des Glaubens seiner Väter. Eine Revolution des Denkens, die in der Stille der Steppe begann. Um dem wahren Zarathustra nahe zu kommen, müssen wir uns von den späteren Legenden ab und einer einzigen authentischen Quelle zuwenden, den Gathas. Diese 17 Hymnen, eingebettet in das größere heilige Buch des Zoroastrismus, die Avesta, sind unser einziges direktes Fenster in den Geist des Propheten. Sie sind in einer so alten Form der iranischen Sprache verfasst, dass selbst spätere zoroastrische Priester Schwierigkeiten hatten, sie vollständig zu verstehen. Ihre Struktur ist poetisch, ihre Sprache komplex und voller Metaphern. Sie zu lesen ist keine einfache Lektüre. Es ist eher, als würde man einem tiefen, philosophischen Zwiegespräch lauschen, das über die Jahrtausende hinweghallt. Die Gathas sind kein Gesetzbuch wie die 10 Gebote oder ein systematisches theologisches Traktat. Sie sind zutiefst persönlich. Wir hören Zarathustras eigene Stimme, voller Zweifel, Hoffnung, manchmal auch Verzweiflung. Er fragt sich, an wen er sich wenden kann, wer ihn beschützen wird, als seine Lehren auf Widerstand stoßen. Er spricht direkt zu Gott, den er Ahura Mazda, den weisen Herrn, nennt. Er stellt ihm Fragen, bittet um Führung und ringt um Verständnis für die Welt um ihn herum. In diesen Hymnen finden wir die Keimzellen seiner gesamten Lehre. Er spricht von 2 ursprünglichen Geistern, die am Anbeginn der Zeit eine Wahl trafen, einer für das Leben und die Wahrheit, der andere für das Nichtleben und die Lüge. Er führt die zentralen Konzepte von Asha und Drutsch ein. Asha ist ein schwer zu übersetzendes Wort. Es bedeutet Wahrheit, Ordnung, Rechtschaffenheit, das kosmische Gesetz, das alles zusammenhält. Drui ist sein Gegenteil. Die Lüge, das Chaos, die Täuschung, die Zerstörung. Für Zarathustra ist die gesamte Existenz, vom Lauf der Sterne bis zur Entscheidung eines jeden Menschen, von diesem fundamentalen Gegensatz geprägt. Die Gathas rufen nicht zu blindem Gehorsam auf, sondern zur aktiven Nutzung des guten Denkens, Vohu Mana. Jeder Mensch ist aufgerufen, selbst zu wählen,
welchem Prinzip er in seinen Gedanken, Worten und Taten folgen will. Das ist das radikal Neue. Die Erlösung liegt nicht im Opferritual, sondern in der bewussten ethischen Entscheidung des Individuums. Im Herzen von Zarathustras Vision steht eine der tiefgreifendsten Ideen der Religionsgeschichte: der ethische Dualismus. An die Stelle des chaotischen Pantheons seiner Vorfahren setzte er eine einzige, höchste Wesenheit, Ahura Mazda, den weisen Herrn. Dies war eine monumentale Abstraktion. Ahura Mazda ist kein Gott, der auf einem Berg thront, mit menschlichen Schwächen oder Launen. Er ist das ungeschaffene, allwissende, vollkommen gute Prinzip der Schöpfung. Er ist die Quelle von Asha, der Wahrheit und Ordnung, die das Universum durchdringt. Er erschafft nicht durch Hände, sondern durch seinen Gedanken, durch reines, bewusstes Sein. Doch Zarathustra war Realist. Er blickte auf die Welt und sah nicht nur Ordnung und Güte, er sah Krankheit, Tod, Hass, Zerstörung und Lüge. Wie konnte eine vollkommen gute Gottheit eine derart unvollkommene Welt erschaffen? Seine Antwort war revolutionär. Er postulierte die Existenz eines Gegenpols zu Ahura Mazda. Nicht einen rivalisierenden Gott, denn Ahura Mazda ist unübertroffen, sondern einen gegensätzlichen Geist oder eine gegensätzliche Mentalität, Angra Mainyu, den feindseligen oder zerstörerischen Geist. Später wurde er als Ahriman bekannt. Wichtig ist, dass Angra Mainyu nicht von Ahura Mazda erschaffen wurde. Er ist die Antithese. Wenn Ahura Mazda das Ja zur Schöpfung ist Angra Mainyu das kosmische Nein. Er wählt die Zerstörung, so wie Ahura Mazda das Leben wählt. Er erschafft nichts Eigenes, sondern verdirbt, verseucht und zerstört die gute Schöpfung Ahura Mazdas. Aus dieser ursprünglichen Wahl der beiden Geister entsteht der Zustand der Welt, wie wir sie kennen. Eine Mischung aus Licht und Schatten, Leben und Tod, Wahrheit und Lüge. Das Universum wird zu einem Schlachtfeld, auf dem diese beiden Prinzipien miteinander ringen. Und die Menschheit steht genau in der Mitte dieses kosmischen Dramas. Jeder Mensch, so lehrte Zarathustra, hat die Freiheit und die Verantwortung, sich für eine Seite zu entscheiden. Mit jedem guten Gedanken, jedem wahren Wort und jeder gerechten Tat unterstützt man Ahura Mazda und die Sache der Asha. Mit jeder Lüge, jeder grausamen Tat stärkt man Angra Mainyu und die Druj. Die Religion wurde somit von einer Sache des Rituals zu einer Sache der täglichen Ethik. Im Herzen von Zoroasters Lehre liegt ein Konzept von atemberaubender Klarheit und tiefer philosophischer Resonanz: der kosmische Dualismus. Dies ist jedoch kein simples Märchen von Gut gegen Böse, wie wir es aus späteren Religionen kennen. Es ist ein weitaus subtilerer und tiefgreifenderer Gedanke. Es ist der ewige Kampf zwischen zwei grundlegenden Prinzipien, die die gesamte Existenz durchdringen: Asha und Druj. Asha ist ein Wort, das oft mit Wahrheit oder Gerechtigkeit übersetzt wird, aber seine Bedeutung ist viel umfassender. Es ist die kosmische Ordnung, die Harmonie des Universums, das göttliche Gesetz, das alles in seinem rechten Platz hält. Es ist das Licht, die Klarheit, die Geradlinigkeit und die Integrität. Asha ist die Kraft, die Sterne auf ihren Bahnen hält, die Jahreszeiten wechseln lässt und die Grundlage für eine gerechte menschliche Gesellschaft bildet. Demgegenüber steht Druj. Druj ist die Lüge. Aber auch hier ist die Bedeutung tiefer als das bloße Aussprechen einer Unwahrheit. Druj ist das Chaos, die Unordnung, der Betrug, die Verderbnis und die Finsternis. Es ist die Kraft, die versucht, die perfekte Schöpfung Ahura Mazdas zu untergraben, Harmonie in Dissonanz zu verwandeln
und Ordnung ins Chaos zu stürzen. Jede Krankheit, jede Naturkatastrophe, jeder Akt der Grausamkeit wurde als eine Manifestation von Druj gesehen. Dieser kosmische Kampf ist kein fernes, abstraktes Schauspiel. Er findet in jedem Moment und in jedem menschlichen Herzen statt. Zoroaster lehrte, dass der Mensch mit freiem Willen ausgestattet ist, der Fähigkeit, sich bewusst für einen Pfad zu entscheiden. Jede Entscheidung, jede Handlung, ja sogar jeder Gedanke und jedes Wort richtet uns entweder auf Asha oder auf Druj aus. Die berühmte zoroastrische Maxime „Gute Gedanken, gute Worte, gute Taten“ ist die praktische Anwendung dieses Prinzips. Sie ist die tägliche Übung, sich mit der kosmischen Wahrheit in Einklang zu bringen und die Lüge in all ihren Formen abzulehnen. In dieser Weltsicht ist der Mensch kein passiver Zuschauer, sondern ein aktiver Soldat im kosmischen Krieg. Durch ein rechtschaffenes Leben trägt jeder Einzelne dazu bei, die Waage zugunsten von Asha zu neigen und die endgültige Niederlage von Druj vorzubereiten. Es ist eine Lehre von immenser persönlicher Verantwortung und kosmischer Bedeutung. Wenn wir an die Rituale des Zoroastrismus denken, kommt uns unweigerlich das Bild des heiligen Feuers in den Sinn. Westliche Beobachter haben die Zoroastrier fälschlicherweise oft als Feueranbeter bezeichnet. Doch dies ist ein tiefes Missverständnis ihrer Theologie. Für die Anhänger Zoroasters ist das Feuer, genannt Atar, nicht die Gottheit selbst, sondern deren reinste und kraftvollste Repräsentation auf Erden. Es ist ein heiliges Symbol, ein Fokuspunkt für Gebet und Meditation. Aber was genau symbolisiert diese ewige Flamme? Zuallererst ist Atar das Symbol von Asha, der Wahrheit und der göttlichen Ordnung. So wie Feuer Licht spendet und die Dunkelheit vertreibt, so vertreibt die Wahrheit die Lüge. So wie Feuer reinigt und Verunreinigungen verbrennt, so reinigt ein rechtschaffenes Leben die Seele von den Flecken der Druj. Die Flamme, die stets nach oben strebt, repräsentiert das Streben der menschlichen Seele zu Ahura Mazda, dem Ursprung allen Lichts. In den Feuertempeln, den Agyaris, wird diese Symbolik zur gelebten Praxis. Hier brennen die heiligsten Feuer, die Atash Beram oder Feuer des Sieges. Eine solche Flamme wird nicht einfach entzündet. Sie ist das Ergebnis eines monatelangen komplexen Rituals, bei dem Feuer aus 16 verschiedenen Quellen, vom Blitzschlag über den Herd eines Priesters bis hin zum Feuer eines Töpfers, gesammelt und aufwendig gereinigt werden. Einmal geweiht, wird diese Flamme von Priestern Tag und Nacht gehütet und darf niemals erlöschen. Einige dieser Feuer brennen ununterbrochen seit Jahrhunderten, ein lebendiges Band, das die heutige Gemeinschaft mit ihren ältesten Vorfahren verbindet. Die Gläubigen wenden sich dem Feuer zu, wenn sie beten, nicht um das Feuer anzubeten, sondern um sich auf die göttliche Präsenz zu konzentrieren, die es darstellt. Das Licht der Flamme erhellt den Raum, so wie die Weisheit Ahura Mazdas den Geist erhellt. Die Wärme des Feuers ist die Wärme göttlicher Liebe und des Lebens selbst. Es ist ein Medium, ein Fenster zum Göttlichen, ein ständiger Mahner an die Reinheit, die Wahrheit und das innere Licht, das jeder Mensch in sich tragen und nähren sollte. Als Kyros der Große im 6. Jahrhundert vor Christus sein persisches Reich begründete, schuf er nicht nur eine neue politische Macht, sondern auch ein Imperium, das auf einem bemerkenswerten ethischen Fundament ruhte. Die Frage, die Historiker seit jeher fasziniert, ist, inwieweit war dieses Fundament von den Lehren Zoroasters geprägt? Die Beweise sind verlockend, aber auch komplex. Die großen Könige der Achämeniden-Dynastie, insbesondere Dareios Ephremstow,
und seine Nachfolger hinterließen uns monumentale Inschriften, die ihre Weltanschauung offenbaren. In der berühmten Behistun-Inschrift, hoch in eine Felswand gemeißelt, verkündet Dareios wiederholt, dass er durch den Willen Ahura Mazdas regiert. Er stellt seine Siege über Rebellen als Siege über die Lüge dar. Seine Herrschaft ist ein Akt zur Wiederherstellung der Ordnung, der Ascha. Dies klingt unverkennbar nach den Kernprinzipien des Zoroastrismus. Ahura Mazda ist der höchste Gott und der König ist sein auserwählter Agent auf Erden, der für Wahrheit und gegen die Lüge kämpft. Kyros' berühmte Toleranz, wie die Befreiung der Juden aus dem babylonischen Exil, wird oft als praktische Anwendung des zoroastrischen Respekts vor der Wahrheit in verschiedenen Formen interpretiert. Dennoch gibt es Rätsel. In all diesen königlichen Inschriften wird der Name Zoroasters selbst nie erwähnt. Einige Gelehrte argumentieren, dass die Achämeniden einer früheren Form des Mazdaismus anhingen, einer Verehrung Ahura Mazdas, die der Reform durch Zoroaster vorausging oder parallel dazu existierte. Andere glauben, dass Zoroasters Lehren bereits so tief in der persischen Kultur verwurzelt waren, dass die Könige sie als selbstverständlich ansahen und den Propheten nicht namentlich nennen mussten. Was wir mit Sicherheit sagen können, ist, dass die Ideologie der Achämenidenkönige tief von einem Glauben durchdrungen war, der Ahura Mazda als den Schöpfergott und die Quelle der kosmischen und moralischen Ordnung ansah. Sie nutzten diesen Glauben geschickt, um ein riesiges, multiethnisches Reich zu legitimieren und zu einen. Der persische König war nicht nur ein Eroberer, er war der Verfechter der göttlichen Wahrheit, der sein Reich vor den zerstörerischen Kräften des Chaos und der Lüge schützte. Kaum eine Gruppe der Antike ist so von Mythen umgeben wie die Magier. Das Wort selbst ruft Bilder von Zauberern und Hexenmeistern hervor. Doch die Realität dieser persischen Priesterkaste war weitaus komplexer und intellektueller. Wer waren die Magoi, wie die Griechen sie nannten? Ursprünglich waren die Magier wahrscheinlich ein Stamm aus dem Volk der Meder, der traditionell die priesterlichen Aufgaben für die Stämme Westirans ausführte. Als die Perser unter den Achämeniden zur Macht aufstiegen, integrierten sie diese gelehrte Klasse in ihre eigene Gesellschaft. Die Magier wurden zu den Hütern der heiligen Überlieferungen, der komplizierten Rituale und der religiösen Lehren, die wir heute mit dem Zoroastrismus verbinden. Ihre Rolle ging jedoch weit über die eines reinen Priestertums hinaus. Sie waren die Intellektuellen ihrer Zeit. Eines ihrer wichtigsten Betätigungsfelder war die Beobachtung des Himmels. Für sie war die Astronomie keine profane Wissenschaft, sondern ein Weg, die göttliche Ordnung, die Ascha, im Kosmos zu erkennen. Die regelmäßigen Bewegungen der Sterne und Planeten waren für sie Manifestationen des perfekten Plans von Ahura Mazda. Aus dieser tiefen Ehrfurcht vor der himmlischen Ordnung entwickelte sich auch die Astrologie, der Glaube, dass die Muster am Himmel das Schicksal auf Erden beeinflussen. Für die Magier war dies keine Wahrsagerei im einfachen Sinne, sondern das Deuten der göttlichen Schrift, die in die Sterne eingeschrieben war. Die griechischen und römischen Autoren, allen voran Herodot, sahen die Magier oft mit einer Mischung aus Faszination und Misstrauen. Sie beschrieben ihre exotischen Rituale, ihre Traumdeutungen und ihre Rolle als Berater der Könige. Durch diese externen Berichte wurde das persische Wort Magus im Westen allmählich zum Ursprung unseres Wortes Magie und erhielt die Konnotation des Übernatürlichen und des Zauberhaften. Innerhalb des Persischen Reiches jedoch
waren sie in erster Linie Gelehrte, Priester und Weise. Ihre berühmteste Reise ist wohl die in der christlichen Tradition überlieferte Geschichte der heiligen drei Könige, Magier aus dem Morgenland, die einem Stern folgten. Diese Erzählung, ob historisch oder nicht, fängt einen wahren Kern ein. Die Magier als Meister der Sternenkunde, die im Himmel nach Zeichen göttlichen Wirkens auf Erden suchten. Wenn wir uns Persepolis nähern, dieser majestätischen Ruinenstadt, die sich aus der Marv-Dasht-Ebene im heutigen Iran erhebt, betrachten wir nicht nur die Überreste eines imperialen Palastes. Wir betreten eine steinerne Predigt, eine architektonische Manifestation der zoroastrischen Kosmologie. Dareios der Große und seine Nachfolger schufen hier mehr als nur ein Machtzentrum. Sie errichteten ein Abbild des Universums, wie sie es verstanden, geordnet, harmonisch und im Einklang mit dem göttlichen Gesetz, dem Asha. Die gesamte Anlage ist eine Feier der Ordnung. Die riesigen Säulenhallen, die präzisen, rechtwinkligen Grundrisse, die schiere Symmetrie der Anlage, all das spricht die Sprache der Stabilität und des Gleichgewichts, das Ahura Mazda der Welt verliehen hat. Es ist der steingewordene Gegenentwurf zum Drui, dem Chaos, der Lüge und der Unordnung. Am eindrucksvollsten offenbart sich diese Botschaft in den Reliefs der großen Audienzhalle, der Apadana. Hier sehen wir in Stein gemeißelte Prozessionen von Delegationen aus allen Teilen des riesigen Reiches. Meder, Ägypter, Inder, Skythen. Sie bringen Tribute, doch ihre Darstellung ist bemerkenswert. Sie werden nicht als unterwürfige, gebrochene Sklaven gezeigt, sondern als würdevolle Völker, die in einer geordneten Reihe gehen, oft Hand in Hand mit einem persischen Führer. Dies ist kein Bild brutaler Unterwerfung, sondern das Idealbild eines kosmischen Reiches, in dem jede Nation ihren festen Platz hat und zum harmonischen Ganzen beiträgt. Der persische König, als Stellvertreter Ahura Mazdas auf Erden, ist der Garant dieser Ordnung. Er thront im Zentrum dieses Mikrokosmos und sorgt dafür, dass das Asha auf der Erde wiedergespiegelt wird. Die jährlichen Nowruz-Feierlichkeiten, das persische Neujahrsfest, das hier mit unvorstellbarem Pomp gefeiert wurde, waren die rituelle Bestätigung dieses Prinzips, der Sieg des Frühlings über den Winter, des Lichts über die Dunkelheit, der Ordnung über das Chaos. Persepolis war also kein bloßer administrativer Sitz. Es war ein heiliger Ort, ein Lehrmeister aus Stein, der jedem Besucher, ob Würdenträger oder einfacher Soldat, die grundlegende Wahrheit des zoroastrischen Glaubens vermittelte, dass ein gerechtes, geordnetes Leben im Einklang mit dem göttlichen Plan das höchste Ziel ist. Die Geschichte der Religionen ist keine Geschichte von isolierten Monolithen, sondern von Flüssen, die ineinander münden und sich gegenseitig färben. Der Kontakt zwischen dem Persischen Reich und den Völkern des Nahen Ostens, insbesondere nach der Befreiung der Juden aus dem babylonischen Exil durch Kyros den Großen im Jahr 539 v. Chr., schuf einen solchen Schmelztiegel der Ideen. Es ist ein heikles, aber faszinierendes Feld der Forschung, die persischen Echos in den abrahamitischen Religionen zu verfolgen. Wir müssen hier mit intellektueller Vorsicht vorgehen. Es geht nicht um eine simple Übernahme, sondern um eine Resonanz, eine Inspiration, die bestehende Konzepte vertiefte und neue formte. Im nachexilischen Judentum beobachten Gelehrte eine bemerkenswerte Entwicklung theologischer Ideen, die Parallelen zur zoroastrischen Lehre aufweisen. Der kosmische Dualismus zwischen Gut und Böse gewinnt an Schärfe. Die Figur des Satans entwickelt sich von einem bloßen Ankläger im himmlischen Hofstaat
zu einem eigenständigen, antagonistischen Prinzip, das an die Rolle des Ahriman erinnert. Konzepte wie eine detaillierte Engellehre und Dämonenlehre werden ausgefeilter. Namen wie Asmodeus, ein Dämon aus dem Buch Tobit, haben nachweislich persische Wurzeln. Noch bedeutender ist vielleicht die Eschatologie, die Lehre von den letzten Dingen. Die Vorstellung von einer Auferstehung der Toten, einem letzten Gericht, einem Weltenende, das von Feuer begleitet wird, und der Ankunft einer messianischen Erlöserfigur. All dies sind zentrale Elemente des Zoroastrismus, die im Judentum der zweiten Tempelperiode an Bedeutung gewinnen. Diese Ideen flossen unweigerlich in das frühe Christentum ein, das aus diesem jüdischen Milieu hervorging. Die Erzählung von den heiligen drei Königen, den Magi aus dem Morgenland, die dem neugeborenen Jesus huldigen, ist vielleicht die poetischste Anerkennung dieser Verbindung. Magie war der Begriff für die zoroastrische Priesterkaste. Ihre Anwesenheit in der Geburtsgeschichte symbolisiert die Anerkennung des neuen Königs durch die Hüter der alten persischen Weisheit. Die Vorstellungen von einem finalen Kampf zwischen den Mächten des Lichts und der Finsternis, von Himmel und Hölle, und die Rolle Christi als Richter am Ende der Zeit, sie alle schwingen in einer Frequenz, die Jahrhunderte zuvor in den Lehren Zoroasters angeschlagen worden war. In den entlegenen Winkeln des Römischen Reiches, von den nebligen Grenzen Britanniens bis zu den Wüsten Syriens, finden wir die Überreste unterirdischer Tempel, der Mithräen. Im Zentrum dieser Heiligtümer steht fast immer die gleiche fesselnde Szene. Ein junger Gott in phrygischer Mütze, der einen Stier tötet, die Tauroktonie. Dieser Gott war Mithras und sein Mysterienkult war besonders bei römischen Soldaten und Händlern beliebt. Der Name selbst klingt unverkennbar persisch, eine Variante des alten indoiranischen Gottes Mithra, des Hüters der Verträge, des Lichts und der Wahrheit. Doch war der römische Mithras wirklich ein persischer Gott, der nach Westen verpflanzt wurde? Die Antwort ist weitaus komplexer und faszinierender als ein einfaches Ja oder Nein. Lange Zeit ging die Forschung von einer direkten Abstammung aus. Man sah in dem römischen Kult eine Fortsetzung der persischen Verehrung des Mithra. Doch die moderne Wissenschaft zeichnet ein anderes Bild. Das zentrale Mysterium des römischen Kultes, die Stiertötung, fehlt in der bekannten persischen Mythologie vollständig. Der iranische Mithra ist ein mächtiger Yasata, ein göttliches Wesen, das mit der Sonne assoziiert wird. Aber er ist kein Stiertöter. Auch die Struktur des Kultes unterscheidet sich fundamental. Der römische Mithraismus war ein exklusiver Mysterienkult mit 7 geheimen Initiationsgraden, der nur Männern offenstand. Der persische Mithra-Kult war Teil der öffentlichen, staatstragenden, zoroastrischen Religion. Was wir also wahrscheinlich sehen, ist ein faszinierendes Phänomen religiöser Synkretismus und Neuschöpfung. Römische Theologen und Mystiker schufen im 1. und 2. Jahrhundert nach Christus einen neuen Kult. Sie bedienten sich dabei des Namens und des Prestiges einer alten, ehrwürdigen persischen Gottheit, um ihrem eigenen Glaubenssystem eine Aura von uralter Weisheit und orientalischer Mystik zu verleihen. Die Ikonographie mit ihren astrologischen Symbolen wie dem Skorpion, der Schlange und dem Raben scheint eher von hellenistischer Astrologie und Philosophie inspiriert zu sein, als von rein persischen Quellen. Der römische Mithras ist somit weniger ein direkter Import, als vielmehr ein römischer Gott mit persischem Akzent. Er ist ein Zeugnis dafür,
wie Ideen und Namen über Kulturen hinweg reisen und in einem neuen Kontext eine völlig neue Bedeutung und ein neues Leben erhalten können. Das Jahr 330 vor Christus. Ein makedonischer Feldherr, den die Welt als Alexander den Großen kennenlernen würde, steht auf dem Höhepunkt seiner Macht. Das Herz des Persischen Reiches, die prächtige Zeremonialhauptstadt Persepolis, liegt ihm zu Füßen. Und dann geschieht die Katastrophe. In einer Nacht aus Wein, Rachedurst und vielleicht politischem Kalkül gehen die Paläste in Flammen auf. Die traditionelle zoroastrische Überlieferung, niedergeschrieben Jahrhunderte später im Buch von Arda Viraf, beschreibt diesen Moment und die gesamte Eroberung durch Alexander als eine apokalyptische Zerstörung. Für sie war Alexander nicht der Große, sondern der Verfluchte. Der Brand von Persepolis war mehr als die Zerstörung von Gebäuden. Er war ein Anschlag auf das Gedächtnis und die Seele einer Zivilisation. Zoroastrische Quellen beklagen, dass Alexander nicht nur Paläste, sondern auch die heiligen Schriften verbrannte. Sie sprechen von den 21 Nasks, den Büchern der Avesta, die auf präparierten Rinderhäuten mit goldener Tinte geschrieben waren und in den königlichen Archiven aufbewahrt wurden. Ein Großteil dieses Wissens, so die Überlieferung, ging in den Flammen für immer verloren. Ob diese Berichte historisch exakt sind oder eine spätere Stilisierung einer traumatischen Zeit darstellen, ist unter Historikern umstritten. Doch die kulturelle Wahrheit, die sie vermitteln, ist unbestreitbar. Die Eroberung brachte einen tiefen Bruch. Die Zerstörung war nicht auf Persepolis beschränkt. Im ganzen Reich wurden Priester, die Magier, getötet, jene Männer, die nicht nur Ritualspezialisten, sondern auch die lebenden Bibliotheken waren, die Träger einer über Jahrhunderte mündlich weitergegebenen Tradition von Theologie, Astronomie, Medizin und Philosophie. Das Verbrennen von Texten ist eine Sache. Die Auslöschung der Gelehrten, die sie verstehen und interpretieren können, eine andere, weitaus tiefgreifendere. Das Wissen, das wir heute über den frühen Zoroastrismus besitzen, ist das Ergebnis einer mühsamen Rekonstruktion, die Jahrhunderte später unter den Sassaniden unternommen wurde. Es ist ein fragmentarisches Bild, zusammengesetzt aus den Scherben, die Alexanders Sturm überstanden hatten. Wir können nur erahnen, welche Tiefe an philosophischen Debatten, welche wissenschaftlichen Erkenntnisse und welche literarischen Schätze in den brennenden Bibliotheken Persiens zu Asche wurden. Es ist eine der großen, stillen Tragödien der antiken Welt. Im 3. Jahrhundert nach Christus, als das sassanidische Persien auf dem Höhepunkt seiner Macht stand, trat ein Prophet namens Mani auf den Plan. Geboren in Mesopotamien, einem Schmelztiegel der Kulturen, wuchs er in einer Welt auf, in der die Lehren Zoroasters auf jüdische, christliche und buddhistische Ideen trafen. Aus diesem fruchtbaren Boden erwuchs eine der faszinierendsten und einflussreichsten gnostischen Religionen der Antike, der Manichäismus. Mani sah sich nicht als Zerstörer alter Glaubenssysteme, sondern als deren Vollender. Er behauptete, der Letzte in einer langen Reihe von Propheten zu sein, die Zoroaster, Buddha und Jesus umfasste. Seine Lehre war eine radikale Synthese, ein Versuch, eine universelle Religion für die gesamte Menschheit zu schaffen. Das Herzstück des manichäischen Glaubens war ein radikaler kosmischer Dualismus, der die zoroastrische Idee von Gut und Böse auf die Spitze trieb. Für Mani war die materielle Welt nicht die gute Schöpfung Ahura Mazdas, die von Angra Mainyu korrumpiert wurde, sondern ein Gefängnis, das vom Reich der Finsternis geschaffen wurde,
um göttliche Lichtpartikel gefangen zu halten. Die menschliche Seele war ein solcher gefangener Lichtfunke, und die Erlösung bestand darin, dieses Licht durch Wissen und eine streng asketische Lebensweise aus der Materie zu befreien. Die manichäische Gesellschaft war in zwei Klassen geteilt. Die Auserwählten, die ein zölibatäres, vegetarisches Leben führten und die höchste Stufe der Erkenntnis anstrebten, und die Hörer, die die Auserwählten unterstützten und auf eine Wiedergeburt in einem besseren Leben hofften. Diese Struktur ermöglichte eine weite Verbreitung von Nordafrika bis nach China. Doch dieser universelle Anspruch und die radikale Ablehnung der materiellen Welt machten den Manichäismus zu einer Bedrohung für die etablierten Mächte. Im Persischen Reich sahen die zoroastrischen Priester in ihm eine gefährliche Häresie, die die Grundfesten ihrer Kosmologie untergrub. Im Römischen Reich wurde er als persische Subversion verfolgt. Mani selbst wurde unter dem Sassanidenherrscher Bahram I. hingerichtet. Sein Glaube wurde jedoch noch jahrhundertelang im Untergrund weiterleben und das arimanische Prinzip der Finsternis in einer neuen, noch düstereren Form interpretieren. Innerhalb des zoroastrischen Denkens, das so klar auf dem dualistischen Konflikt zwischen Ahura Mazda und Angra Mainyu beruht, verbirgt sich eine tiefgründige und beunruhigende theologische Frage. Wenn Ahura Mazda der Ursprung alles Guten ist, woher kommt dann Angra Mainyu? Ist das Böse ebenso ewig und ungeschaffen wie das Gute? Diese philosophische Zwickmühle führte zu einer faszinierenden, wenn auch umstrittenen Strömung, die als Zurvanismus bekannt ist. Der Zurvanismus postuliert eine ursprüngliche Einheit, eine Urgottheit, die über Gut und Böse steht. Zurvan Akarana, die unendliche Zeit. In dieser Lehre ist Zurvan der unpersönliche, transzendente Ursprung von allem. In seinem Wunsch nach einem Sohn opferte er 1000 Jahre lang. Doch während dieses Prozesses überkamen ihn Zweifel. Aus diesem Zweifel und dem Opfer entstanden zwei Söhne. Ormazd, die Frucht des Opfers, und Ahriman, die Frucht des Zweifels. So wurden die beiden gegensätzlichen Prinzipien zu Zwillingsbrüdern, beide aus derselben Quelle entsprungen. Diese Idee löst das Problem des Ursprungs des Bösen auf elegante Weise. Ahriman ist nicht mehr ein unabhängiges, gleichwertiges Gegenprinzip, sondern ein abgeleitetes Wesen, eine Konsequenz innerhalb eines größeren, allumfassenden Ganzen, der Zeit selbst. Dies verschiebt die Kosmologie von einem reinen Dualismus hin zu einer Form des Monismus, bei dem eine einzige Entität an der Spitze steht. Es ist jedoch unklar, wie weit verbreitet der Zurvanismus tatsächlich war. Einige Gelehrte sehen ihn als eine dominante theologische Schule im Sassanidenreich, während andere ihn als eine marginale oder ketzerische Bewegung betrachten, die von externen Beobachtern möglicherweise missverstanden wurde. Die meisten unserer Quellen über den Zurvanismus stammen von nicht-zoroastrischen Autoren, was eine objektive Beurteilung erschwert. Die Zurvan-Frage bleibt ein fesselndes Rätsel. Sie zeigt die intellektuelle Tiefe und die Bereitschaft der persischen Denker, sich mit den schwierigsten metaphysischen Problemen auseinanderzusetzen. Die Vorstellung einer neutralen, allumfassenden Zeit, aus der sowohl Licht als auch Schatten hervorgehen, verleiht dem ewigen Kampf eine neue Dimension der Tragik und Unvermeidbarkeit und erinnert uns daran, dass selbst die klarsten kosmologischen Systeme Raum für tiefgreifende Mysterien lassen. Die persische Weltanschauung war tief in der Vorstellung von Asha verwurzelt, der kosmischen Ordnung, Wahrheit und dem rechten Weg.
Diese göttliche Ordnung war nicht nur ein abstraktes Konzept, sondern ein Prinzip, das sich in der sichtbaren Welt manifestieren sollte. Nirgendwo wird dies deutlicher als in der heiligen Geometrie und der Architektur, die das Persische Reich hervorbrachte. Von den Gärten von Pasargadae bis zu den Feuertempeln der Sassaniden war die gebaute Umwelt ein Spiegelbild des Himmels, ein Versuch, auf der Erde eine harmonische Resonanz mit dem Kosmos zu schaffen. Das grundlegendste Element war der Chahar Bagh, der viergeteilte Garten. Er symbolisierte das Paradies, unterteilt durch 4 Wasserläufe, die die 4 Flüsse des Lebens darstellten und von einem zentralen Punkt ausgingen. Diese Struktur war mehr als nur Ästhetik. Sie war ein Mandala, eine kosmologische Karte, die die geordnete Welt inmitten des ungezähmten Chaos der Natur darstellte. In der Architektur der Paläste und Tempel finden wir eine bewusste Verwendung von Symmetrie, Achsen und Proportionen. Die quadratische Form, die die 4 Himmelsrichtungen und die Stabilität der Erde repräsentiert, wird oft mit der kreisförmigen Kuppel kombiniert, die den Himmel und die Unendlichkeit symbolisiert. Der Übergang vom Quadrat zum Kreis, oft durch komplexe Trompen oder Pendentifs gelöst, war ein architektonischer Akt von großer theologischer Bedeutung. Die Verbindung von Irdischem und Göttlichem. Selbst die Feuertempel, die Atashkadeh, folgten diesen Prinzipien. Oft als quadratische Bauten mit einer zentralen Kuppel konzipiert, waren sie so ausgerichtet, dass das heilige Feuer im Zentrum, dem Herzen des Universums, brannte. Die 4 Bögen, die die Kuppel trugen, öffneten sich oft zu den Himmelsrichtungen und betonten die universelle Bedeutung des Lichts von Ahura Mazda. Diese Bauten waren keine bloßen Schutzräume, sondern Instrumente der Transzendenz. Durch das Betreten eines solchen Raumes wurde der Gläubige symbolisch in das Zentrum der kosmischen Ordnung versetzt. Die Harmonie der Proportionen, das Spiel von Licht und Schatten und die geometrische Klarheit sollten den Geist beruhigen und ihn auf das Göttliche ausrichten. Die persische Architektur war somit eine Form des Gebets in Stein, ein dauerhaftes Zeugnis des Glaubens, dass die Schönheit und Ordnung der Schöpfung der direkteste Weg zur Erkenntnis ihres Schöpfers ist. Der Tod ist in allen Kulturen ein Moment tiefgreifender ritueller Bedeutung. Im Zoroastrismus nahm diese Bedeutung eine einzigartige und oft missverstandene Form an, die tief in der Theologie der Reinheit verwurzelt ist. Das zentrale Prinzip war, dass ein toter Körper, der Nasu, als unrein galt und eine Quelle der Verunreinigung für die heiligen Schöpfungen Ahura Mazdas darstellte, insbesondere für die Erde, das Wasser und das Feuer. Eine Erd- oder Feuerbestattung war daher undenkbar, da sie diese Elemente besudeln würde. Die Lösung für dieses theologische Dilemma war die Praxis der Himmelsbestattung in den sogenannten Türmen des Schweigens oder Dagmas. Diese Strukturen waren keine Gräber im herkömmlichen Sinne, sondern offene kreisförmige Plattformen, die an erhöhten Orten, oft auf Hügeln außerhalb der Städte, errichtet wurden. Nach dem Tod wurde der Körper von speziellen Leichenträgern, den Nasesalars, in einer rituellen Prozession zum Dagma gebracht. Dort wurde er auf der Plattform abgelegt, den Elementen und, was am wichtigsten ist, den aasfressenden Vögeln wie Geiern ausgesetzt. Dieser Prozess, die Exkarnation, mag aus moderner Sicht befremdlich wirken, doch er folgte einer strengen spirituellen und ökologischen Logik. Die Vögel vollzogen eine schnelle und effiziente Beseitigung des verwesenden Fleisches
und verhinderten so die Verunreinigung des Bodens und des Wassers. Die Knochen, die von der Sonne gebleicht und gereinigt wurden, wurden später in einer zentralen Grube im Turm gesammelt, wo sie schließlich zu Staub zerfielen und so zur Erde zurückkehrten, ohne sie zu verunreinigen. Dieses Ritual war auch ein letzter Akt der Nächstenliebe. Der Verstorbene gab seinen Körper als Nahrung an andere Lebewesen zurück und nahm so ein letztes Mal am Kreislauf des Lebens teil. Die Türme des Schweigens waren Orte der Stille, des Übergangs und der Transformation. Sie waren ein kraftvolles Symbol für die Vergänglichkeit des physischen Körpers und die Unsterblichkeit der Seele. Sie zeugen von einem tiefen Respekt vor der natürlichen Welt und dem unerschütterlichen Glauben, dass die Reinheit der Schöpfung selbst im Angesicht des Todes gewahrt werden muss. Es ist eine Praxis, die uns daran erinnert, dass die Beziehung zwischen dem Spirituellen und dem Materiellen bis zum allerletzten Moment des irdischen Daseins andauert. In der Stille antiker Bibliotheken und in den Herzen der Gläubigen überlebte das Wort Zoroasters, doch seine Reise durch die Zeit war von Verlust und Bewahrung gezeichnet. Das heilige Buch des Zoroastrismus, das Avesta, ist kein einzelnes monolithisches Werk, das uns aus der Bronzezeit überliefert wurde. Vielmehr ist es eine Sammlung von Texten aus verschiedenen Epochen, ein Mosaik, dessen wertvollste Steine die Gathas sind, jene 17 Hymnen, die der direkten Feder oder dem direkten Geist Zoroasters selbst zugeschrieben werden. In ihnen finden wir die reinste Form seiner Lehre, den ewigen Kampf zwischen Asha, der Wahrheit, und Drui, der Lüge, die Verehrung des einen weisen Herrn, Ahura Mazda, und den revolutionären Gedanken, dass jeder Mensch durch seine freien Entscheidungen am kosmischen Drama teilhat. Über Jahrhunderte wurden diese heiligen Verse mündlich überliefert, von Priestergeneration zu Priestergeneration weitergegeben. Ihre Melodie und ihr Rhythmus ein Schutz gegen das Vergessen. Erst unter dem Sassanidenreich, viele Jahrhunderte nach Zoroaster, wurde der Versuch unternommen, dieses gewaltige mündliche Erbe zu sammeln und in einer eigenen, dafür geschaffenen Schrift, der avestischen Schrift, zu kodifizieren. Man sagt, das ursprüngliche Avesta habe 21 Bücher umfasst, die alle Aspekte des Wissens abdeckten, von Theologie und Recht bis hin zu Astronomie und Medizin. Doch die Geschichte war nicht gnädig. Die Eroberung Persiens durch Alexander den Großen und später, entscheidender, die arabische Invasion im 7. Jahrhundert nach Christus führten zur Zerstörung von Bibliotheken und zur Verfolgung der zoroastrischen Priesterschaft. Ein Großteil des Avesta ging für immer verloren. Was uns heute vorliegt, ist nur ein Bruchteil, vielleicht ein Viertel des ursprünglichen Umfangs. Es ist ein Schatz, der aus den Ruinen der Zeit geborgen wurde, ein fragmentarisches Zeugnis einer der tiefgründigsten Visionen der Menschheitsgeschichte, dessen unvollständige Natur uns daran erinnert, wie zerbrechlich das Wissen und wie stark der menschliche Wille zur Bewahrung ist. Als das Sassanidische Reich fiel und die neue Herrschaft den alten Glauben an den Rand drängte, stand die Gemeinschaft Zoroasters vor einer existenziellen Wahl: Konversion oder Exil. Eine kleine, mutige Gruppe wählte den Weg ins Ungewisse. Sie verließen ihre Heimat Persien, das Land, das untrennbar mit ihrem Glauben verbunden war, und segelten über das Arabische Meer. Ihre Reise, die in der Chisai-Sanjan, ihrer eigenen Chronik, festgehalten ist, führte sie an die Küste von Gujarat in Indien. Dort,
im 8. oder 10. Jahrhundert, baten sie den lokalen Hindu-Herrscher Yadirana um Zuflucht. Die Legende erzählt von einem symbolischen Austausch. Der Rana schickte ihnen ein bis zum Rand gefülltes Glas Milch, um zu signalisieren, dass sein Land bereits voll sei. Der Anführer der Flüchtlinge löste daraufhin Zucker in der Milch auf, ohne einen Tropfen zu verschütten, um zu zeigen, dass sie die Gesellschaft versüßen würden, ohne sie zu verdrängen. Beeindruckt gewährte der Herrscher ihnen Asyl unter der Bedingung, dass sie die lokale Sprache und Kleidung annehmen und ihre Waffen niederlegen würden. So begann die bemerkenswerte Geschichte der Parsen, der Perser, in Indien. Sie hielten an ihrem Glauben fest, errichteten Feuertempel, in denen die heilige Flamme, die sie aus ihrer Heimat mitgebracht hatten, niemals erlöschen durfte. Sie bewahrten ihre Rituale, ihre Gebete und ihre einzigartige Weltsicht. Gleichzeitig integrierten sie sich nahtlos in die indische Gesellschaft und wurden über die Jahrhunderte zu einer der erfolgreichsten und angesehensten Minderheiten des Landes. Sie waren Pioniere in Handel, Industrie, Wissenschaft und Kunst und trugen maßgeblich zum Aufbau des modernen Indiens bei. Ihre Geschichte ist ein leises, aber kraftvolles Zeugnis für die Widerstandsfähigkeit einer Idee. Sie beweist, dass eine Flamme, auch wenn sie aus ihrer ursprünglichen Heimat vertrieben wird, in einem neuen Land weiterbrennen und Licht spenden kann. Ein lebendiges Denkmal für Zoroasters Vermächtnis. Im späten 19. Jahrhundert wurde der Name Zoroasters auf eine Weise wiederbelebt, die der antike Prophet sich niemals hätte vorstellen können. Der deutsche Philosoph Friedrich Nietzsche wählte für sein wohl berühmtestes Werk den Titel »Also sprach Zarathustra«. Doch der Zarathustra, der von Nietzsches Berggipfel herabsteigt, ist nicht der historische Reformer aus Baktrien. Er ist eine literarische Figur, ein radikales Sprachrohr für Nietzsches eigene, erschütternde Philosophie. Warum wählte Nietzsche ausgerechnet diesen Namen? Er selbst gab die Antwort. Der historische Zoroaster war der Erste, der den Kampf zwischen Gut und Böse als das fundamentale Rad der Weltgeschichte etablierte. Er war, in Nietzsches Augen, der Schöpfer der Moral. Daher, so argumentierte Nietzsche, müsse es auch ein Zarathustra sein, der diesen fatalen Irrtum erkennt und überwindet. Nietzsches Zarathustra verkündet nicht die Lehren des Avesta, sondern den Tod Gottes, die ewige Wiederkunft desgleichen und vor allem die Ankunft des Übermenschen. Dieser Übermensch ist nicht das Produkt göttlicher Gnade, sondern das Ziel, das sich die Menschheit selbst setzen muss, nachdem sie alle alten Werte und Götter hinter sich gelassen hat. Er ist derjenige, der die volle Verantwortung für die Sinngebung in einer sinnlosen Welt übernimmt. Diese Vereinnahmung ist eines der faszinierendsten Beispiele für die Rezeption antiker Figuren in der modernen Welt. Nietzsche entleerte die historische Hülle Zoroasters und füllte sie mit einem völlig neuen, explosiven Inhalt. Er nutzte die Autorität des alten Propheten, um die Grundlagen der westlichen Metaphysik und Moral, die Zoroaster einst mitbegründet hatte, zu demontieren. So wurde der Name des persischen Weisen, der die Menschheit zur Wahrheit und zum Licht führen wollte, zum Symbol für eine Philosophie, die den Menschen in die absolute Freiheit und die absolute Einsamkeit des Daseins ohne Gott entlässt. Wir nähern uns dem Ende unserer Reise durch die nebligen Landschaften der Zeit, auf den Spuren eines Propheten, dessen Gesicht wir nicht kennen und dessen Worte uns nur in Echos erreichen. Das letzte und vielleicht größte Rätsel Zoroasters ist nicht,
wer er genau war oder wo er lebte. Es ist die Frage nach der unheimlichen Langlebigkeit und Relevanz seiner Vision. Wie konnte eine Idee, die vor über 3000 Jahren in der zentralasiatischen Steppe entstand, die Fundamente von 3 Weltreligionen mitformen und die Gedanken eines modernen Philosophen wie Nietzsche herausfordern? Die Antwort liegt möglicherweise in der radikalen Einfachheit und dem tiefen Humanismus seiner Kernbotschaft. Zoroaster entlastete die Menschheit von der Last eines launischen, unberechenbaren Pantheons. Er ersetzte Furcht durch Verantwortung. Er erklärte das Universum zu einer verständlichen, wenn auch dramatischen Arena, in der 2 klare Prinzipien miteinander ringen: Wahrheit und Lüge, Schöpfung und Zerstörung, Licht und Dunkelheit. Und vor allem setzte er den Menschen in das Zentrum dieses kosmischen Kampfes. Nicht als passive Marionette, sondern als entscheidenden Akteur, dessen Gedanken, Worte und Taten das Zünglein an der Waage sind. Diese Betonung des freien Willens und der ethischen Verantwortung des Individuums ist eine Botschaft, die über Kulturen und Epochen hinweg Resonanz findet. In einer Welt, die oft chaotisch und moralisch ambivalent erscheint, bietet die zoroastrische Vision eine klare Orientierung. Wähle das Gute, handle gerecht, bekämpfe die Lüge in dir und in der Welt. Das Vermächtnis Zoroasters ist keine Sammlung von Dogmen, die in Stein gemeißelt sind, sondern eine offene Frage, die an jeden von uns gerichtet ist. Es ist die ewige Aufforderung, bewusst zu leben, die Konsequenzen unserer Entscheidungen zu bedenken und aktiv an der Verbesserung der Welt mitzuwirken. Die Flamme in den Tempeln der Parsen ist somit mehr als nur ein religiöses Symbol. Sie ist das Sinnbild einer Idee, die sich weigert zu erlöschen. Die Idee, dass jeder einzelne Mensch ein Licht in der Dunkelheit sein kann.